Wenn du dieses Video siehst, dann weißt du vermutlich, um was es geht. Wir haben ein UNESCO-Weltnaturerbe, wir haben smaragdgrünes Wasser und wir haben jede Menge Kalksteinfelsen. Ihr kennt die Bilder. Und wenn man nach Tipps schaut, dann sagt dir jeder Zweite, du musst unbedingt eine Mini-Kreuzfahrt in der Halongbucht machen. Und wir werden genau das eben nicht tun. Nein, wir haben keine Lust auf Party. Wir werden den Versuch starten, die Bucht auf unsere eigene Art zu erkunden. Ohne Boot, mit 40 Leuten. Nein, nur wir, die Natur und leider auch ein bisschen Chaos. Falls ihr mehr von solchen ehrlichen Reisevideos sehen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal und ich zeige euch mal, um was es geht. Let's go! Wir wollen die Insel auf unsere eigene Art erkunden. Keine Mini-Kreuzfahrt, keine Pauschaltour, einfach mal schauen, was geht. Also fragen wir gleich im Hotel mal nach. Gibt's hier Fahrräder? Nee, leider nicht. Und haben Sie vielleicht Roller? Auch nicht. Und jedenfalls Kajaks? Nein, die wurden auch vom letzten Taifun weggerissen. Ja. Das war natürlich erstmal ein ziemlich herber Rückschlag für unsere Planung, dass wir die Insel auf unsere eigene Art erkunden wollen. Aber hey, man muss sagen, wir sind hier im teuersten Hotel, das wir bis dato in der Reise hatten. Also machen wir erstmal das, was man hier am besten macht. Wir suchen uns eine schöne Liege, gehen ins Spa, genießen mal die Aussicht und vielleicht finden wir später ja noch einen anderen Weg, die Insel auf unsere eigene Art zu erkunden. Und um fair zu sein, das Hotel hier ist wirklich schön. Hallo, kommen Sie rein. Unser Zimmer ist ein absoluter Traum. Der Ausblick könnte direkt aus einem Vietnam-Werbeclip stammen. Das Spa war auch top. Und selbst die Pool- und Strandecke war genau das, was man sich nach ein paar Monaten Backpacking gewünscht hat. Aber wir wären halt nicht wir, wenn uns das wirklich zufriedenstellen würde. Deswegen machen wir uns jetzt zu Fuß auf in die Stadt und vielleicht finden wir doch noch einen Weg, um die Halongbucht vom Nahen zu erleben. Aber in der Stadt gibt es dann erstmal ein richtig gutes Banh Mi. Da führt hier gar kein Weg dran vorbei. Sonst finden wir irgendwie nichts, was uns wirklich angesprochen hat. Jeder Touranbieter hier will einfach nur die typischen Gruppentouren verkaufen. 40 Leute, laute Musik, festes Programm, das ist ja irgendwie nicht unser Ding. Und dann sehen wir plötzlich dieses Schild. Private Tour, freie Zeitgestaltung, vielleicht sogar mit dem Kajak raus. Genau das haben wir doch gesucht und wir haben endlich richtig Hoffnung, dass wir doch noch die Halongbucht auf unsere Weise erkunden können. Aber als wir dann drin saßen, kam schnell der Dämpfer, denn die Kajaktouren sind zum Beispiel nicht möglich aktuell. Aber an dem Punkt dachten wir wollen einfach nur noch eine Tour machen, wir buchen das jetzt, lass uns einfach raus aufs Wasser und schauen, was passiert. Ob das wirklich eine gute Idee war, das sehen wir erst morgen. Der nächste Morgen beginnt vielversprechend. Die Sonne scheint, alles wirkt ruhig da draußen, fast schon zu perfekt. Ja, und dann gab es plötzlich richtig Regen und wir dachten sofort, shit,
Der Tag ist wirklich gelaufen. Aber bevor wir uns zu viel Kopf machen, gehen wir erstmal was Schönes frühstücken. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir dann noch gemacht haben. Irgendwie ging es dann plötzlich auch schon los. Wir mussten zu Fuß nochmal in die Stadt. Das war zum Glück nicht weit. Und dann wurden wir auch schon von unserem privaten Fahrer abgeholt. Thank you very much. Ey, und die Fahrt war wirklich richtig gut. Der Fahrer hat schön erzählt, hat uns ein bisschen über die Hintergründe von ihm erzählt und was ihn mit der Halong-Bucht verbindet. Haben dabei schon ein bisschen die Aussicht genießen können. Wir hatten plötzlich richtig Bock auf diese Tour und dachten, okay, das ist doch alles besser als erwartet. Oh. Wir wurden dann abgesetzt beim Pier und dann stehen wir plötzlich da, ganz alleine. Es gab keine Begrüßung, keine klare Info, nur diese eine Frau, die gleichzeitig genervt wirkt und uns versucht, noch ein paar Sachen zu verkaufen. Bis sie uns dann irgendwann losschickt, ziemlich ruppig, wir sollen jetzt runtergehen, irgendwie kommt unser Boot. Wir laufen also zum Pier und da liegt es, unser privates Boot. Klapprig, alt und ehrlich gesagt wirkt es, als hätte es seine besten Tage bereits hinter sich. Unser Fahrer, der steht da, nickt, aber es kommt kein Hallo, keine Begrüßung, kein Ablauf. Wir hatten uns das irgendwie anders vorgestellt, aber jetzt sitzen wir drauf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Boot tuckert los, langsam, ratternd. Irgendwie ist die ganze Situation ziemlich skurril. Aber eigentlich ist es ja auch ziemlich egal, wie unser Boot aussieht. Wir wollen rausgucken und dann plötzlich überrascht uns dieser Ausblick. Vielleicht wird das ja doch noch eine richtig geile Tour. Und man muss schon sagen, die Halong-Bucht ist wirklich atemberaubend. Guckt euch mal diese Felsen an, dieses Licht, man kann sich kaum satt sehen. Und trotzdem, irgendwie bleibt ein komisches Gefühl. Der Fahrer schweigt weiterhin. Wir haben keine Infos, keinen Austausch. Nach einer Stunde Bootsfahrt sagt uns der Fahrer dann, dass wir an einem Strand halten. Kein anderer Mensch, kein Haus, kein Steg, nur Sand, Felsen und Wald. Okay, denken wir, wir sollen jetzt also hier an diesen Strand. Wir springen vom Boot, kriegen noch unsere Sachen gereicht, der Fahrer nickt und wir denken, wir gehen mal kurz ein paar Minuten hier spazieren. Aber was uns dann passiert, glaubt uns wirklich keiner. Wir hören auf einmal den Motor wieder anspringen und ehe wir uns versehen, ich meine, wir konnten es gar nicht realisieren, fährt das Boot einfach weg. Ha. Kein Wort vom Fahrer, kein Ich bin gleich zurück und wir stehen plötzlich da. Und Alicia war sofort panisch, verständlich immerhin. Wir hatten keinen Empfang hier, wir hatten keine Ahnung, was der Plan ist und ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht.
Und was macht man jetzt hier auf dieser Insel? Na klar, man geht sie erstmal erkunden. Vielleicht finden wir irgendwo schon ein schönes Shelter und Feuer machen nicht vergessen. Und ja, man konnte tatsächlich einmal komplett um die Insel rumgehen. Und als wir wieder zurückkommen an die Stelle, wo wir ausgesetzt wurden, war die Hoffnung groß, dass das Boot wieder da ist. Aber das Boot war immer noch nicht da. Und dann kommt auch noch der Höhepunkt. Auf einmal steht ein wildfremder Mensch da vor uns mit einem Oktopus in der Hand. Und ich dachte, ich bin komplett im falschen Film. Was ist denn jetzt los? Ja, der Typ hat uns auch nur angeschaut, kaum ein Wort gesagt, hat uns irgendwie erklärt, dass er das öfter macht. Er campt da heute Nacht, er fängt sich sein Essen anscheinend selber mit der Hand und grillt es jetzt da hinter uns, während wir aus Wasser rausschauen und einfach nur hoffen, dass unser Boot bald endlich zurückkommt. Wir sitzen da, warten. Der Oktopus-Typ hinter uns und wir haben einfach keine Ahnung, wie lange wir jetzt noch hier sitzen müssen. Und dann hören wir plötzlich etwas. Dieses vertraute Rattern. Unser Boot. Ich schaue rüber zu Alicia, sie hat Tränen in den Augen und sagt nur noch das. Und ist er das? Ich weiß hier nicht übernachten. Mir ist wirklich auch ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, denn ehrlich gesagt, was hätten wir da bitte tun sollen, wenn das Boot nicht zurückgekommen wäre? Die Rückfahrt war dann auch ziemlich still. Wir saßen einfach nur da. Jeder für sich. Wir waren beide ziemlich fassungslos. Und am nächsten Morgen nur wir zwei mit Blick in die Ferne. Wir haben nicht viel geredet, aber innerlich war klar, das war einer dieser Tage, den man nie vergessen wird. Also, kommen wir zurück zur Frage. Muss man eine Mini-Kreuzfahrt machen, um die Halongbucht wirklich zu erleben? Nein, muss man nicht. Wir hatten ein wunderschönes Hotel und eine Tour, die uns völlig überfordert hat. Hätte es auch einfacher sein können? Ja, vermutlich schon. Aber das hier ist genau das, wofür wir diese Reise angetreten haben. Ein bisschen Action, ein bisschen Chaos, auf jeden Fall Nervenkitzel. Was meint ihr? Wärt ihr bei uns mitgefahren oder wärt ihr doch lieber Team Mini-Kreuzfahrt? Schreibt es mal gern in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.